Das ist The Suicide of Rachel Foster und wir versuchen einfach nur zu überleben. Los Zockers. Tag 2. Ja, da haben wir aufgehört das letzte Mal. Einen Tag haben wir überlebt. Ich habe keine Ahnung, wie lang wir hier fest ist. Ja, natürlich, ja, bis der Sturm aufhört. Und wir sind hier auf dieser Aussichtsplattform, wo man sich zurückziehen kann. Eigentlich eine super nette Idee für so ein Hotel. Morning. Good morning, Nicole. Get any sleep? I was wide awake for hours. Then suddenly, darkness. So, any news? What? Irving, Nicole, stranded up here. You snoozing? After a night of incomplete crossword puzzles, I wish I was. Wait, you didn't sleep? Like, at all? I thought you might need something and... But You didn't go home? Because of me? I'm a workaholic. So, meteorologists are predicting a peak real soon, probably tonight. You can't move, not just yet. In theory, what do you want to do? I'm hungry. I'm gonna eat first, then I'll think about it. It's time for you to take a tour of the pantry. Deal. I could eat a horse right now. The baked beans will be scrumptious. Ja, sehr nett. Merkt halt natürlich, dass dieser Irving irgendwie schon ein Landei ist, ne? Und jetzt vielleicht auch ein bisschen, ja, eingeschüchtert, sozial schwächer. Er sagt, oh, da ist diese Dame und der kann ich ja helfen. Ja, sehr nett. Auf jeden Fall. Gut, Vorratskammer. Wie kommen wir dahin? Das ist die Frage, die ist wahrscheinlich eher im Main Floor Kitchen. Da muss ich nochmal gucken. Okay, da ist der Fridge. Also ich würde sagen, dass entweder Fridge gemeint ist oder das Ding da unten. Kommen wir am besten durch die Offices oder den Dining. Oder den Dining Room. Alles klar. Gut, neuer Morgen, ausgeschlafen. Nicole? Irving, how long has it been since someone's inspected the pantry? Inspected? You mean stocked? I'd just like to know if I should choose between malnutrition and food poisoning. There'll be tons of things to eat. Oh, definitely no mice or roaches. Pretty sure about that. I was thinking more like mold, bacteria, and such. You'll see. There's nothing to worry about. For a while, I hid an ant farm in the closet. I think Leonard suggested it. One morning, my bed was swarming with ants. You must have freaked out. My mother did. The ant farm ended up straight in the trash. Your career as an entomologist nipped in the bud. Didn't think I still remembered all these little things. Ja, cool, das hat ja super geklappt mit dem Plan. Also man bekommt ja nicht die Position angezeigt, in der man ist. Aber ich muss sagen, so diese Hauptdinger, da kann man sich recht schnell orientieren. Wir waren ja am Anfang in den Offices das ein oder andere Mal. Und dann, ja, ist klar, das ist in der Nähe von der Rezeption. Wir kommen normalerweise hier aus dem First Floor, aus der Master Suite. Da ist einfach nur den Gang runter, dann die Treppe runter. Und das finde ich halt auch, muss ich positiv erwähnen,
Das habe ich ja schon das letzte Mal gesagt, das ist alles sehr organisch, sehr lebendig dargestellt und dadurch kannst du dich halt auch besser orientieren. Ja, also als wenn da weniger Liebe reingeflossen wäre. Das Food Storage. Oh nee, okay, das ist das verdorbenes Essen. Oh, come on. There's some food, but it looks moldy. Weird. I didn't expect that. There's a freezer. Take a look there. Okay. Okay, das ist dann wahrscheinlich der Fridge. Der war dann das nächste Ding auf der Karte. Geil hier, die Fritteuse. Also wirklich super, super nice gemacht hier die ganze Geschichte. So. Also ich habe schon ein paar Filme gesehen. Also Nicole, bist du hoffentlich so schlau und legst da irgendwas zwischen rein. Denn so Dinger gehen immer aus. Zu, meine ich. So Türen. Das ist halt so der typische Trope. Ah, es gibt nichts zum Reinlegen. Ja, wir machen das jetzt erstmal. Oh, da ist es. Bean Soup. Muggle Lunch. Die Gemeinde der Horrorfilmvereinigung hat angerufen. Die möchten gerne ihren Trope wieder haben. Das hat mich jetzt auch nicht so erschreckt, weil ich damit gerechnet habe. Aber gut, da ist ein... Hey, you kidding? Oh, come on. So, naja. Jetzt erstmal guter Rat. Teuer anklicken kann ich hier nichts. Da passe ich wahrscheinlich nicht durch. Es wäre eigentlich cooler gewesen, weil ich meine, die Atmosphäre ist ja schon geil in dem Spiel, wenn sie das jetzt weggelassen hätten. Wenn die Tür einfach nicht zugegangen wäre, aber man... Ah, jetzt geht's hier auf. Also dann, finde ich, hätte man es auch sein lassen können, wie gesagt. Oh, I almost forgot. There might be a problem with the fridge door. Just make sure it doesn't Are you close. fucking with me? No. Wait, what did I say? It would have been more useful to know that before I got locked in. Oh, holy shit, I'm a freaking space cadet. Yeah? I could have died in there. Okay, also jetzt haben sie wenigstens ein bisschen Konfliktpotenzial wieder aufgebaut, dass das jetzt nicht irgendeine Love Story wird oder so. Wo bin ich denn da jetzt nochmal reingekommen? Ja, vorhin sage ich schon, man kann sich super orientieren und jetzt, wie komme ich denn wieder in die Offices? Also, man hätte das auch sein lassen können, ja? Also man geht da rein, die Atmosphäre ist ja eh schon, ey, es passiert auf jeden Fall was, und dann, nö, war nix. Bin ich von da gekommen? Wo geht's denn da lang, Alter? Ja, gehen wir mal gucken, was hier so geht. Was ist das? Müllschacht oder sowas? Wäsche? Haben uns doch gar nicht richtig umgeschaut. Momentan bin ich tapfer. Deshalb,
Geh doch mal da lang. Man, ah, das ist Toilette. Na, da gehe ich jetzt ungern. Ja, Women. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich möchte jetzt gerne zurück in meine Main Suit. Das Hexenfeuer des Hotels. Okay. Das ist so ein Aufenthaltsraum. Vielleicht für Gäste. Ah, guck mal. Jetzt sind wir wieder hier. Dieses Museum. Was ist das eigentlich für Stuff hier? Schneeschuhe. Kletterseil. Wo ist der Eispickel? Oh, hätte ich doch bloß nicht geschaut, Alter. Skier. Kletterausrüstung. Oh Mann, ey. Wer hat den Eispickel? Bestimmt die Person, die auch meinen Autoschlüssel hat. Alles klar. Die wird auf jeden Fall nicht getriggert, da bin ich mir ziemlich sicher. Denn es wirkt jetzt auch nicht so, dass man jetzt permanente Verfolgungssequenzen hätte. Also es gab es zum Beispiel bei, was habe ich das letzte Mal erwähnt? Close to the Sun, wo es, ich glaube, 2 oder 3 Verfolgungssequenzen gab, aber da war die Steuerung doch wesentlich agiler. Hier, na, keine Ahnung. Also ich möchte es jetzt nicht jinxen, aber man hat ja auch schon das ein oder andere Spiel gespielt. Und kann sich das dann herleiten. So, wo machen wir das Ding jetzt warm? Deine Mikrowelle normalerweise, oder? Im Herd? Hallo, ich habe doch jetzt so eine Bohnensuppe. Die Mikrowelle könnte nützlich sein. Hä? Geht nicht. Wasserkocher. Aber es ist doch eine Mikrowelle. Und ich habe doch den Strom aktiviert, oder? Nee, das war nicht der Strom, das war das Wasser. Bedeutet, Strom ist ja. Er ist ja Licht an, ne? Aber vielleicht das vielleicht gleich in der Küche machen sollen. Naja, mir bleibt jetzt nichts anderes übrig. Ab zurück in die Küche. Na, die ist doch flink. Also man kann normal laufen, wenn man dann den linken Analogstick reindrückt und sich ein bisschen dran gewöhnt, ist die doch. Aber auch im Rennen ist sie nicht die schnellste. Die gute Nicole. Da kamen wir. Ich gehe nochmal da lang. Da ging es, glaube ich, schneller. Wo ist ein Ventilator? Gut. Da sind wir und da hoch. Ah, guck mal. Da ist der Frostraum. Ah, okay. Wieder Mikrowelle. Na, come on. Okay, muss ich wahrscheinlich warten. Ist auch so eine Situation, da könnte irgendwas passieren. Wenn jetzt nichts passiert, finde ich es cool. Wenn jetzt was passiert, wäre das too much, finde ich.
bisher scheint es mir, als ob es kein Spiel ist für Hardcore-Gamer, die wirklich Herausforderungen suchen. Es ist mehr so für die Leute, die auf Narrative stehen, statt mit einem guten Buch sich Handheld mit der Nintendo Switch irgendwo auf die Couch pflanzen. Ja, ja. Genau da spielen wir es auch drauf, Nintendo Switch. Und bisher sauberer Port. Okay, jetzt ist es satt. Uh-huh. Sorry to interrupt your continental breakfast. I got a hold of Mr. Jenkins, the attorney. About time. When's he getting here? He tried to make it. His car ended up in a ditch between York Road and Valley. Oh, come on. He called 911 after just a mile. I'm just gonna hole up in my room and cry, if that's okay with you. I can't imagine that. He asked me to give you a message. Here it is. He says to... This is a swear word, and you don't need to hear it. Nicole. At this point, start assessing the general conditions of the hotel on your own. Jot down what you want to keep. I recommend you start with the second floor. It's surely the most damaged. Please, only call me if you've got good news. Klar gibt's keine guten Nachrichten. Logisch. Okay, wir sollen jetzt in den zweiten Stock. Da waren wir natürlich noch nicht. Hep. So. Würde ich mal rechts lang gehen. Mache ich meistens. Das ist auch irgendwie so eine Geschichte wegen Labyrinthen. Wenn du in einem Labyrinth bist und nicht mehr weiter weißt, folgst du einfach. Es ist auch egal, du kannst auch der linken Wand folgen, aber ich folge halt immer der rechten Wand und dann gehst du da durch. Im Urlaub gab es ein Spiegellabyrinth zum Beispiel. Meine Frau, die war da überhaupt nicht comfortable mit. Hat das jemand gehört? Schimmel melden. Also die war da überhaupt nicht so comfortable mit. Und dann habe ich ihr gesagt, sie muss sich halt einfach nur stupide rechts halt. Wie gesagt, links geht auch. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin hier rechts gegangen, weil das einfach mein Ding ist. Da immer lang zu gehen. There's some serious water stains on the second floor. That floor is pretty run down. There's some windows missing and water damage, too. Yeah. Boah, was das kosten mag, dieses Hotel wieder instand zu setzen, ne? Also ich meine, unten sah es ja noch machbar aus, aber hier oben... Guck mal, da ist... Here I am. What's up? The hallway on the second floor is cut off. The door to the west wing is locked. Your father started renovations, but he didn't get the bank loan and had to stop. Leonard's attic is at the end of the hallway. His man cave. Does that mean something to you? I tried so hard to forget about that room for years. Anyway, the west wing is pretty run down after all this time with no windows. Hello? You there? You always have an answer to everything. What do you mean? I've joked about it, but it's not funny anymore. I don't understand, Nicole. You know how to turn on the furnace. You know where to find food, and that the fridge door is busted. You know my family's story and the hotel's. It's up to FEMA to deliver the supplies to isolated places like the Timberline. I've been up there with the truck every month since I've been on duty. Is something wrong? I don't know. I don't know what you know and what you don't know. What
difference does it make? None. I'm sorry if I upset you. No one can upset me. I better keep doing the inspection. Ist es das Telefon, das klingelt? Ich hätte stehen bleiben sollen. Ich bin dann jetzt erst dahin gehen. Yeah. Hello? Who is this? Who the hell are you? Rachel is still there. Don't sell the hotel. Is this a joke? Who is this? Don't do anything stupid. What, you think you can call my house and threaten me? Come tell me to my face, asshole! Okay, also sowas musste schon passieren. Rachel ist noch hier. Alter, jetzt kriege ich gerade ein bisschen Gänsehaut. Nee, ich wollte meine Runde fortsetzen. Also, oh, das war schräg. You pissed at me? You really think I'm gonna sulk like a 10-year-old brat right now? I can see why it's hard to talk about. There's still lots to clear up. There's nothing to clear up. You delivered supplies to the hotel, you met Leonard, period. You're right. I just assumed that your dad had told you. Whatever. I've got a different problem. Someone just called the hotel. What? Who? It was a bad connection. What did they want? They said, Rachel is alive, don't sell the hotel. Idiot. There's something else that doesn't make sense. The phone lines are down. Leonard stopped paying the bill months ago. I'll ask someone to run a check. I didn't know FEMA had FBI authority. Around these parts, time passes in a different way. Some stories seem like they've been forgotten, but actually they just sink down. Sink down? Like tea leaves in a cup. What do you mean? Sounds creepy. That girl's death. Rachel. It was the result of painful events, and now it's someone's obsession. You talking about anyone in particular? Well, her death ruined two families that everyone looked up to. Yours and Rachel's. Your father, McGrath, a genius astrophysicist, and Rachel's father, the upstanding Reverend Foster, known all over the county. Not something easy to forget around here. You know what I think? They can go get fucked, every one of them. I know what we went through. No one else. Fuck them. Ich finde es ganz gut, dass man... Oh, Tag 3. Ich finde es ganz gut, dass man hier auswählen kann, was man sagen will. Ob das... Welchen Einfluss das jetzt auf die Story oder zukünftige Dialoge hat, kann ich jetzt nicht sagen. Sind ja jetzt nicht so mega unterschiedlich. Aber ich habe jetzt einfach mal nach Bauchgefühl einfach immer entschieden. Tag 3. Gucken wir mal, ob wir den auch durchkriegen. Hey, cutie pie. Daddy? Nicole, it's Irving. Oh, sorry. Must have been sleeping pills in those beans. Since I've been here, it's like I'm literally hibernating. You had a tough day yesterday. I think I had a dream. About? I don't remember. Okay, I need you to pay attention, though. Should I worry? The storm brought down some power lines. There are blackouts all over. Oh, I wonder why that doesn't surprise me. The electricity generator could go bust. I don't like the idea of you up there on your own in the dark. We need to do something. My electrical know-how is slightly limited.
It's okay. I can guide you to the emergency generator. If we activate it, you'll be self-sufficient. That's it? There are two ways of getting to the circuit breaker. Straight through the garage's side door, or from the floor you're on. But... The garage side door is stuck. You'll have to pass through the crawl space along the entire building and climb down from your floor. If the power goes out, you'll be completely in the dark. all right. What do I have to do? Check the closet in your father's apartment and see if he left anything you can use for lighting. On my way. Ja, geil. Jetzt geht's richtig los. Dunkelheit. Ach, come on. Ah, die Polaroid. Die konnten wir vorhin nicht anwählen. Die ist mir noch im Gedächtnis geblieben. Ja, Mann. Drücke nach rechts, um die auszurüsten. I found a Polaroid. Family photo? Anything important? No, I mean a camera. It looks like it works. You want to take a photo of the generator? No, you moron. I was thinking of using the flash for lighting. Oh, smart. You can try. I had one just like this when I was 16. Leonard gave it to me. Maybe it's the same one. No way. I broke mine hiking on Hogback Mountain. I cried all day with Leonard insisting it was only an instrument used to capture images. He said, "You keep the really important ones inside." Can't say he was wrong. Oh, yep. Anyway, the Polaroid's better than nothing. The light from the flash could come in handy. Okay. Drücke ZR. Ah, geil. Ah, ich krieg jetzt schon Gänsehaut. Also irgendwie, das ist irgendwie nichts mehr für mich. Ohne Scheiß. Auch schon düster am Tag. Also, er hat hier schon einige Zeit verbracht. Also er hat gesagt... Kader her. Irving hat gesagt, dass ich die Zwischendecke vom Personalbereich im ersten Stock aus betreten muss. Personalbereich. Ich bin im ersten Stock. Das sind alles Räume. Museum. Boah, keine Ahnung. Personalbereich. Da hinten. Keine Ahnung, irgendwas knarzt da auch. Oh, es geht mir jetzt schon auf den Sack. Das sind die Lampen. Das macht auch Bock, dieser scheiß Wolf. Hey. Okay, almost there. I think the lights are getting worse. You need to move fast. On the same floor of your apartment, in the staff area, there's a small storeroom. Your father asked us several times to fix the lock. Fingers crossed, it's still broken. That's where the access to the crawl space is. The crawl space. I'd totally forgotten that. Remember where to go? No, but I do remember the panels were really hard to open. I wasn't allowed to go in there. What happens when I get to the closet? You'll have to go down to the breaker box and switch it on. All right. Doesn't sound like rocket science. Hurry up, please. You suck at reassuring people. Okay, also das sieht hier alles nicht mehr nach Gästebereich aus. Ey, jedes Mal, wenn ich diese Kamera aktiviere. Ja, Donnerblitz. Okay, da geht's nach oben. Also wir gucken uns jetzt natürlich hier erstmal... Ne, das sind dann wieder Zimmer, oder? Ist das? Das ist auch ein Zimmer.
Was war da? Stuff. Stuff only. Okay. Ah, eine Taschenlampe. Oh, was ist da? Bens Nachricht. Hi. I left you the dynamo flashlight. You'll have to work a little to make some light. Ben. Okay. Nehmen wir die nach oben, um die zu benutzen. Okay, die wird wieder dunkler. Ah, ich muss da wiederholt draufdrücken. Ja, Dynamo, Taschenlampe, ja genau. Und dann erzeugt die Energie selbst, ähnlich wie beim Fahrrad, durch Tritt in die Pedale. Das Geräusch ist aber auch schon freaky. Ah, Tür zur Zwischendecke. Ja, geilo. I found the crawl space, and also a dynamo flashlight. Know how to use it? I think I just have to push the lever continuously. Is everything okay? I don't remember the crawl space to be so narrow when the technicians went inside. Maybe you gained weight. It's called growing up, idiot. Okay. Blicken wir, was hinter den Mauern steckt. Oder zwischen. Okay, das ist auffällig. Shit. What's wrong? I am totally in the dark. I'd appreciate some help. Okay, stay calm. Can you see the bundle of cables above your head? Anyway, there should be some cables along the... Yeah, I know what a bundle is. Okay, easy does it. All you need to do is follow them and you'll get to the generator room. Don't go any other way, otherwise, who knows where you'll end up. Perfect. I got the flashlight, sorta. I got my breadcrumb trail, more like my cable trail, whatever. I can do it. All right, yeah, easy. Does it? Okay, also einfach nur... Alter. Okay, das sieht nach dem Ende aus. Okay, also da zwischen den Wänden war es auch ein bisschen creepy, aber es ist nichts passiert. Also das hätte ich jetzt erwartet nach der Nummer mit dem Kühlschrank. Schalthebel, ja. Okay. Noch was Nützliches? Eine Wasserwaage? Nö, brauchen wir nicht. Wir wollen ja kein Wasser wiegen. Also geht jetzt wieder alles, oder wie? Schraubenzieher. Warum kann man den nicht mitnehmen? Den könnte ich jetzt gebrauchen. Für was? Lippenstift. Den kann ich auch gebrauchen. Was sucht denn hier Lippenstift? Aufzuheben. Was mache ich da? Markierung. Das Red Doll. Klingt wie eine absolute Edelmarke. What's up? Hi. I want to ask you something. Okay, go ahead. How long has the hotel been closed? About 4 years. Yeah, from 89. I mean, did anyone think about doing a thorough clean of the basement? Don't know. Probably pretty rushed. Why? I found something. Another Polaroid? A lipstick. Huh. Ein Lippenstift.
Doesn't that seem weird? It's a lipstick? You don't get it. It looks really old. I remember this brand. The girls at school used it. Weird. What? It didn't dry out. I could even use it now. It's perfect. I'm afraid I don't get it. Irving, this brand doesn't exist anymore. It's been, I don't know, 9 or 10 years. Strange someone should wait 10 years to open a lipstick just to use it, don't you think? Why are you telling me this, Nicole? You want to get pretty there with the generator? Cut the crap. A lipstick here is totally out of place. Nicole, it's just another one of those things customers forget. Well, yeah. You're probably right. Hä? Jetzt geht die Tür auf. Tag 4. Also da ist schon noch jemand in dem Hotel. Also mindestens 2 Leute. Also mindestens eine Person und eine andere. Ist Rachel Foster noch am Leben? Bekommen wir das hier in Tag 4 heraus? Reporting is ordered, sir. You awake? Sorta. You forget your coffee? For once, I don't need it. I gotta talk to you about something. Okay. Okay, jetzt hat sie tatsächlich Hinweise gesammelt, weil ihr das suspekt vorkommt. Klar, der Lipstick. Leonards Book. Ja, das lag auf dem Tisch, das hatten wir uns gar nicht so genau angesehen, ne? Pastor Foster, das ist der Vater von Rachel. Rachel Root. Timberline, das ist das Hotel. Und da wurde... Ich kann doch zoomen. Sheep Mountain, Rachel Body. Der wurde hier gefunden. Okay, also ist sie doch tot oder ein Zwilling? Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Daily News, Chef McDonald, suicide, we have her last words. Rachel Foster's body found in Richard Ridge, looks like suicide. It's shot the entire building out. The principal told us today it felt like a huge weight heavy on their souls. We're a community and after the tragedy hit, everyone was... Okay, die haben ein Foto gemacht von ihrem Spind, wo die Leute was hinterlassen haben. Was ist hier? The strangest gossip of the month. After 10 years, Glenda Ferguson. I saw Rachel in the Timberland Hotel. Okay. The 29-year-old girl from Great Falls claims she saw Rachel Foster, a schoolmate, suicidal in a corridor of the first floor of the Timberline Hotel. But she ran away without saying nothing. Glenda revealed the Daily Reporters and that she tried to approach her, but she went away. She also said, I don't know how it is possible, but it was definitely Rachel. This is just the last episode of the most famous love and death story in the country. Rachel committed suicide after her affair with Leonard McGrath, 30 years older than the teenager, was exposed to the public. We tried to speak with Rachel's father, Shepard Foster, but he refused. Someone says that the young girl is still alive. Creepy. Follow our monthly update to find out. Here I am. You didn't tell me you knew Leonard. I thought we'd been through that. Let me finish.
I spent the night going through his stuff, and I want to know what you think. About what? You obviously know more about this place than I do. About what went on here, since I left at least. What do you mean, you went through his stuff? What are you looking for? Someone calls me and says Rachel is alive. Then a lipstick appears out of nowhere. It feels like something weird's going on. Rachel is dead. That's what everyone says. But maybe the story deserves a second pass. There are too many gray areas. Look, the storm is dying down. You'll be able to leave soon and go back to your life. And you can forget about the whole thing, like you did 10 years ago. What do you care about this old business? It's not worth losing sleep over just to play detective. I'm not busy at the moment. I want to follow my instinct. Haven't done it in so long, and it feels like things don't add up here. Okay, let me hear what you're thinking. If there's one thing Leonard taught me, it's that you've got to listen to what's buzzing in your head. First, it might just be a confusing noise, but if you connect the dots, then it starts making sense. And right now, I've got a beehive in my head. All right, let's go hunt some bees then. Also, ich glaube, ich habe, ich glaube, ich habe 3 Theorien. Theorie 1, Nicole dreht hier gerade vollkommen durch und wir sind Teil dieser Mental Illness. Würde vielleicht manche Geräusche erklären und auch, dass das Telefon klingelt, obwohl eigentlich die Telefonleitung dicht ist. Möglicherweise ist dann auch Irving nur eine Einbildung von ihr. Vielleicht ist sie da schon länger da in diesem Hotel. Ich weiß es jetzt nicht. Eine andere Sache wäre der Zwilling. Rachel Foster hatte einen Zwilling. Und der versucht nun Rache zu nehmen an Nicoles Familie, weil ja diese Affäre... Na okay, ich höre auf, weil diese Zwillingssache, bitte kein Zwilling, das wäre so lame. Was wäre die dritte? Die dritte wäre, dass das eine andere Person war, die da gefunden wurde. Rachel vielleicht wirklich noch am Leben ist und irgendwo hier drin ist. Vielleicht... Nee, der Vater ist tot. Oder sie halt die ganze Zeit mit dem Vater hier geheim gelebt hat. Und da ist sie jetzt immer noch. Ich weiß nicht. Das ist sie. Rachel Foster. Ja, ist wirklich sehr hübsch, ne? Is she really dead? In this article from a couple years back, there's a statement by some girl who affirms she saw Rachel in a hallway at the Timberline. Who's this girl? A classmate, Glenda Ferguson. I tore out the page. I think the magazine was MT Woman. Nicole. That's a gossip magazine. They would sell their mother, even their cousins and nephews, just for a bunch of new readers. I know, it's not a very reliable source. Rachel fell 90 feet into a void. She can't be alive. I thought I was the skeptical one here. Über Abschiedsbrief. We have the last words. So, listen to this. Graphologists doubt the authenticity of the suicide note left by the girl. Who said that? An investigative journalist. The article came out a year after her death. You think it's a setup? Perhaps. Okay, I'll hear you out. I found a copy of the local paper, dated December 29th, 1981, the day that the body was discovered. According to the forensics report, Rachel had been dead for days. She was 9 weeks pregnant. Yeah,
That was the official version. Okay. Die war schwanger. Also dann hat... Ja, natürlich hat der Daddy was damit zu tun, aber halt mit dem... Mit dem Mord? Also, mit dem Set. Oder Reverend Foster war Rachels Vater. Die Familie war wahrscheinlich streng gläubig. Dann kam das raus, dass sie eine Affäre hatte, was ja schon assi genug ist. Und sie war noch schwanger und das hat sie in den Tod getrieben. Wäre die bodenständigste Vermutung, würde ich sagen. You know, I can't stop thinking about Rachel's father. Reverend Foster. He was a very strict man. Harsh. Even for pastor standards. He and Leonard spent hours debating the nature of reality, the universe, and God. Well, opposites often attract. Do you ever see him? Rarely. He gives a service once in a while. Back in the day, I thought he was a kind of reptilian with a human skin suit. His daughter's death destroyed his ego. His faith made him even more cynical and lonely than he already was. I can remember him demanding total perfection from Rachel. That was insane. You don't think he could have harmed his daughter? Hey, no. But even Reverend Foster is a player we shouldn't underestimate in this story. Just saying. Right. Remember the lipstick I found downstairs? Yep, you made a big deal about it. It doesn't smell. Should it? After they've been open for a while, lipsticks smell really bad. Maybe there's been other women. I mean... From what I gather, Leonard was a sort of recluse. And don't forget, the lipstick is really old. Could the cold have preserved it? Possibly. Anything else? Das habe ich doch nicht gesehen. Hey, I found a book in Leonard's things. It's a collection of poetry, but it's got notes written in it. Did your father write them? What do they say? Dates, notes, thoughts. Listen to this. Today I saw Rachel. Or Rachel is sad. Or Rachel says she feels alone. He kept a diary about her. But the book was printed 8 years after Rachel's death. Do you mean it's like he was talking with Rachel after she died? As if he saw her. Well, I mean, there must be an explanation. Of course, there's an explanation for everything, and we've got to find it. Okay, I'd say that's enough. Yeah, that's enough for tonight. Today, or what the hell time is it? You think there's a lot to dig up in this old story? Maybe, maybe not. Until I know exactly what happened. Any objections? You don't need my approval. Good job. You're getting the hang of it. But sometimes it's better to leave the skeletons in the closet. Once they come out, you never know what they'll have to say. It's a risk I already considered. I can handle it. Hard-headed like your father. Trust me, at least on this one thing. Go to bed. You need it. Agent Crawford, this bit of advice. I'll follow it to the T. Tag 5. Jetzt haben wir Tag 2, 3 und 4 gemacht. Also ich glaube, das ist schon mal gut für diese Folge. Ist Rachel Foster als Geister? Also ich weiß nicht, ob das jetzt ins
Ah, okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt ins Übernatürliche abdriftet. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Es wirkt bislang noch nicht übernatürlich, kann aber alles noch kommen. Rachel Foster, ist sie noch am Leben? Das werden wir der ganzen Sache werden wir das nächste Mal weiter auf den Grund gehen bei The Suicide of Rachel Foster auf der Nintendo Switch. Gibt es auch auf anderen Plattformen. Gutes Ding bisher. Ich finde es super interessant, auch wenn es jetzt nicht der Titel für jetzt Hardcore-Gamer ist. Mich würde es freuen, wenn ihr trotzdem das nächste Mal dabei seid. Vielleicht seid ihr Hardcore-Gamer und sagt, nö, ich gucke mir das an, die Story ist ganz gut, aber spielen kann es jemand anders. Lasst gern ein Like und ein Abo da. Wäre super. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei The Suicide of Rachel Foster. Ciao.